Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Ich bin der Max. Ich bin der Thomas und wir präsentieren euch heute die Familie der Böker Barlows, aka BRLW, wie wir das mit den neuen Modellen einheitlich durch die Range gezogen haben. Also wir haben die Vokale weggelassen, um ganz klar zu signalisieren, es handelt sich hier zwar um Barlows, aber es handelt sich um eine neue Interpretation dessen. Genau. Ja. Was macht die Barlows so neu? Ja, also ich würde sagen, als erstes Mal erkennt man schon noch die ganz normale Barlow-Silhouette, ne? Wie Thomas eben schon gesagt hat. Wir haben hier den angedeuteten Bolster, die angedeutete Schale, die Klingenform ist relativ ähnlich. Was natürlich komplett anders ist, wir haben diesmal eine verschraubte Framelock-Konstruktion, hier im ersten Run mit Titanschalen. Sehr geil, wie ich finde, mit Clip natürlich, was ein normales Barlow natürlich alles nicht hat. Wir haben hier eine Magna-Cut-Klinge, einen Flipper, Framelock. Ist natürlich ein Einhandmesser. Für mich auf jeden Fall sehr viel geiler als ein normales Barlow. Was die wenigsten von euch wissen, Max hat den Auftrag damals von uns bekommen, als wir genau das machen wollten. Wir wollten eine moderne Interpretation vom Barlow. Das Barlow war ja schon wirklich seit Jahrzehnten fester Bestandteil unseres Sortiments. Und so haben wir dem Max das alte Barlow auf den Tisch gelegt und haben gesagt, fang mal an zu zeichnen. Und herausgekommen ist wirklich die Silhouette von dem BRLW. Das war der Startpunkt, den wir dann genommen haben und der Konstruktion auf den Tisch gelegt haben. Die haben daraus dann dieses dreidimensionale Modell erstmal konstruiert, wir haben erste Muster gefertigt und so haben wir uns auf den Weg begeben bis zu unserer neuen Barlow Range. Preislich liegt das Ganze als Titan Framelock mit gefrästem Titan-Clip bei 229 €. Genau. Und wir haben, ich glaube, war es in diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr haben wir dem Titan Barlow nochmal einen kleinen, etwas günstigeren Bruder zur Seite gestellt. Was ist das Besondere beim Barlow G10 Black? Genau, also wir haben bei dem G10 immer noch eine Magna-Cut-Klinge. Die Unterschiede sind natürlich außer dem G10, dass wir diesmal einen Liner-Lock haben. Bei dem anderen hatten wir einen Frame-Lock. Jetzt haben wir einen Liner-Lock. Ist aber eigentlich, tut sich da nicht viel von der Stabilität her. Wie ich finde, wir haben immer noch den gefrästen Titan-Clip. Wir haben hier diesmal einen durchgehenden Backspacer, keine Standoffs mehr, was natürlich Geschmackssache ist. Aber an sich ist das ganze Ding natürlich sehr viel leichter. Ja. Und auch eine ganze Ecke günstiger. Genau. Was wir gemacht haben, ist bei dem G10 Barlow, dass wir hier konturierte Schalen verbaut haben, während die Schalen hier beim Titan flach sind. Das war einfach eine Sache, die wir beim Titan nicht umsetzen wollten, auch zur Gewichtsreduktion. Aber die Handlage und letztendlich die gesamte Haptik uns hier schon sehr gut gefällt, wenn wir einfach die etwas balligeren Schalen haben. Genau, und auch gerade für die User ist G10 natürlich wesentlich unanfälliger, was jetzt Kratzer angeht oder so. Vor allem ist man dann auch nicht so traurig drum, wie wenn es bei einem Titanmesser passiert. Und es fühlt sich natürlich in der Hand auch wärmer an als jetzt Titan, gerade wenn es jetzt draußen kalt ist. Das ist manchmal ein bisschen angenehmer. Gleich geblieben ist diese Textur, die so ein bisschen eine Holzmaserung nachempfunden ist, also hier im Nachgang der langgezogenen Backe. Aber ansonsten sind die Modelle schon sehr ähnlich. Das soll es aber noch nicht gewesen sein für heute, denn wir haben noch ein Highlight mitgebracht. Uns gefällt das schwarze Barlow G10 wirklich schon extrem gut, aber wir hatten noch eine Idee. Ja, wir haben jetzt das G10 in Orange, aber nur als Special Run. Ja, also das wird kein reguläres Serienmodell, sondern das ist limitiert auf 200 Stück. Und wir wissen, oranges G10 kommt wirklich unheimlich gut an. Für mich ist das fast so ein Farbtrend in Anführungszeichen wie ein All Black. Also wirklich extrem beliebt. Manche denken ja an den jagdlichen Bereich bei leuchtendem Orange. Das ist hier nicht der Fall, sondern auch das wirklich orangene G10 hat auch im EDC-Bereich wirklich Einzug gehalten. Ja, definitiv. Also Orange ist einfach geil. Orange ist neues Schwarz. Also gefällt uns optisch super gut. Das orangene G10-Modell ist ab sofort verfügbar. Also jeder, der das genauso sieht wie der Max, sollte sich gerne mal bei uns im Webshop umschauen. So, wo liegt das Ganze preislich? Wir haben uns entschieden, den gleichen Preis wie beim Barlow G10 Black aufzurufen. Das heißt, für 149,95 gibt es jetzt auch die limitierte orangene Variante. Wie gesagt, in begrenzter Stückzahl, 200 Stück an der Zahl. Wenn es weg ist, ist weg, kommt nicht mehr nach. Wem es genauso gut gefällt wie Max, gerne zuschlagen. Und schnell sein. Genau. Ansonsten viel Spaß mit der Barlow Range. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt uns in die Kommentare, welche Farbe würde euch vielleicht noch gefallen, neben denen, die wir hier schon am Tisch liegen haben. Und gerne lasst uns ein Abo für den Kanal da. Das war's von uns für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.